schauen heute mit euch alle Bombardino Krokodilo Filme. Und das Ganze schauen wir mit euch zusammen um 3 Uhr nach. Bombardino Krokodilo kämpft heute gegen Tralalero Tralala. Und er kämpft heute gegen Brr Brr Patapim. Er kämpft auch gegen Ballerina Cappuccina. Und er kämpft gegen Tung 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 Sahur. Und er kämpft natürlich gegen Liri Liri Lari La. Und er kämpft heute gegen Trippi Troppi. Ich muss euch warnen, ihr dürft die Filme auf keinen Fall um 3 Uhr anschauen. Aber schau doch, wir haben alle Filme von 3 bis 18 Jahren. Wir haben sogar einen Film ab 16 und ab 18. Den darf ich eigentlich noch gar nicht schauen, aber mit euch schauen wir ihn jetzt an. Wir haben hier alle Bombardino Krokodilo Filme, aber mit welchem sollen wir anfangen? Wir fangen jetzt mit dem ersten Film ab 3 Jahren an. Ihr könnt es sehen, hier ist Bombardino Krokodilo drauf. Okay, wir werden ganz vorsichtig sein, wenn wir die Filme anschauen. Aber wir haben ja euch und ihr schaut ja bitte das Video bis zum Ende, dass wir alle Bombardino Krokodilo Filme schauen. Schaut es euch an, hier ist der echte Film von Bombardino Krokodilo drin. Wir werden ihn jetzt mit euch anschauen. Lasst uns keine Zeit verschwenden, der Film läuft schon. Da war Bombardino Krokodilo, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ein Unfall ist passiert, das Auto ist einfach in Flammen aufgegangen. Bombardino Krokodilo ist gerade über das Auto geflogen und hat es in die Luft gesprengt. Und das Auto brennt einfach vor sich hin. Da ist Tung 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 Sahur, ihr könnt ihn sehen. Oh mein Gott, und das ist der Film ab 3 Jahren. Der ist richtig cool, der fängt schon mal richtig gut an und richtig spannend. Oh mein Gott, siehst du das da hinten? Da brennt es einfach. Und da sind 2 Tung 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 Sahur, einer links, einer rechts. Aber warum brennt es da einfach so in der Straße? Ich bin schon so gespannt, was am Ende der Straße passiert. Und das ist der allererste Film, wir haben noch 3 weitere Filme. Was? Oh mein Gott, ein Auto. Und es brennt wieder. Einfach gegen den Baum gefahren und es fängt an zu brennen. Das bedeutet, Tung 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 Sahur muss irgendwo in der Nähe sein. Wie krass ist das denn? Es kann doch nicht sein, dass der Film schon so anfängt. Ich bin aber richtig froh, dass wir diesen Film mit euch zusammen gucken. Der ist nämlich richtig cool und spannend. Und da ist Tung 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 Sahur und da ist Tung 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 Sahur, 2 Stück. Und diese Person in dem Film, da kommt ein Zug. Der Zug fährt einfach in das Haus rein. Einfach in das Haus reingefahren, aus dem Nichts. Wie krass. Und schau mal da, das Bombardino Krokodilo. Der Film war schon richtig gut und wir haben noch 3 weitere Bombardino Krokodilo Filme. Der Film ab 12 ist aber noch viel gruseliger und spannender. Den werden wir jetzt angucken. Ich freue mich schon drauf. Ich kann es gar nicht abwarten. Lass uns den einlegen, oder? Ja. Ihr könnt es sehen, da ist wirklich der originale Bombardino Krokodilo Film ab 12 drin. Den werde ich jetzt einlegen. Und wir verschwenden keine Zeit und schauen ihn direkt mit euch an. Wir sind am Strand mit allen Charakteren. Du siehst es, Tralalero Tralala. Bombardino Krokodilo. Oh mein Gott, Liri Lari Larilu. Und Trippi Troppi und Bombardini Gusini. Wie cool ist das denn? Und das ist der Film ab 12. Aber was machen die denn dort alle am Strand? Seht ihr das? Tung 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 Sahur steht auf einem Surfbrett und schwimmt neben Tralalero Tralala. Bombardino Krokodilo verfolgt alle. Du hast recht, Bombardino Krokodilo und Bombardini Gusini verfolgen alle anderen. Natürlich, du siehst es bei dem Schnabel. Er will zuschnappen, er will unbedingt Tralalero Tralala fressen. Aber Tralalero Tralala ist zum Glück schneller. Oh krass. Aber warum sind die alle dort? Ich weiß es nicht, die sind am Strand und ihr seht den Sand und das Wasser. Nein, was passiert? Pass auf jetzt! Bombardini Gusini schnappt sich uns und wir gehen in die Luft. Wir sind in den Himmel. Oh mein Gott, wir sind wirklich im Himmel. Und Bombardino Krokodilo versucht immer noch zu essen. Aber die machen ein Wettrennen. Wer gewinnt? Ich weiß es nicht. Gusini oder Bombardino Krokodilo. Ihr seht es, Freunde, wie cool ist das denn? Zum Glück schauen wir diesen Film ab 12. Der ist viel spannender als der erste. Ihr lasst jetzt alle mal ein Like da und schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Es wird spannend. Schaut euch das an, wir sind gerade gelandet. Wo sind wir? Bei Bombardino Krokodilo zu Hause. Da steht er, er ist dort geparkt. Leute, ihr habt es gesehen, der ist in der Luft in seiner Welt gelandet. Und das ist sein Haus. Denkst du, da gehen wir jetzt rein? Da hoffen wir, gehen wir in den Film rein. Ey, ihr schaut diesen Film auf jeden Fall bis zum Ende. Wir haben nämlich noch 2 weitere DVDs. Wir haben die Tür geöffnet. Aber keiner ist zu Hause. Wo ist Bombardino Krokodilo? Hey, hörst du das hinter uns? Da ist jemand. Das ist Tung 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 Sahur. Der hat ein Geschenk für Bombardino Krokodilo. Ey, wie cool ist das denn? Ich bin gespannt, was da drin ist. Hoffentlich öffnet er es. Ey, das ist super nett, dass hier extra ein Geschenk wow. Da war eine Bombe drin. Oh mein Gott, das war aber gar nicht nett von Schuhur. Oh, habt ihr das gesehen? Bombardino Krokodilo hat Tung 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 Sahur in das Haus geschossen. Da ist er. Und was macht ihr jetzt? Er startet. Er fliegt einfach jetzt wieder in die Luft. Ist ja klar, wenn Tung 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 Sahur ihm was verantun will. Wer war das? Das kann nicht sein. Niemals ist das genau. Der Film ab 12 war richtig cool.
wir haben ja hier noch den Film ab 16. Den Film ab 16 darf ich noch gar nicht gucken, aber ihr draußen dürft ihn auf jeden Fall angucken. Hier ist der Film ab 16 und ihr könnt es sehen. Bombardino Crocodilo Exe. Weißt du, was das bedeutet? Der Film muss extrem spannend sein. Wir fangen an. Da ist Brr Brr Patapim. Das ist der Film ab 16 Jahren. Und Brr Brr Patapim hat gerade Tung Sahur angegriffen. Das bedeutet, die kämpfen jetzt gegeneinander. Ich bin schon, wow, das tat weh, aber wer gewinnt? Natürlich gewinnt Brr Brr Patapim. Der ist ja auch viel größer und viel stärker. Das ist ein richtig cooler Film. Natürlich darf dir das kleine Kind nicht anschauen. Und natürlich ist der Baum so groß, du siehst es was. Oh. Cappuccino Assassino. Was macht der? Was macht der? Ihr kennt doch alle Cappuccino Assassino. Das ist der Freund von Ballerina Cappuccina. Aber er hat gerade Tung Sahur geholfen. Aber der ist doch viel kleiner. Nein, er kämpft jetzt gegen Brr Brr Patapim. Cappuccino hat keine Chance. Bist du dir ganz sicher? Oh mein Gott. gesehen, Tung Sahur wurde zum großen Tung Sahur. Er hat sich transformiert. Er ist genauso stark wie Brr Brr Patapim jetzt. Und jetzt kämpfen beide gegen Brr Brr Patapim. Aber was macht Cappuccino Assassino auf dem Boden? Leute, was denkt ihr, wer ist stärker? Brr Brr Patapim oder Tung Sahur? Ich bin ehrlich, ich bin auf jeden Fall für Tung Sahur. Was? Nein, ich bin für Assassino. Wow, Cappuccino Assassino hat gerade den Baum halbiert. In 2 Teile, einfach so geschnitten. Und Tung Sahur zündet Brr Brr Patapim an. Er fängt an zu brennen. Der Film ist auf jeden Fall ab 16. Hoffentlich schaut ihr noch zu, Leute. Wir haben noch den Film ab 18. Schau mal, er ist an den Strand gegangen und kämpft jetzt gegen Tralalero Tralala. Und habt ihr gesehen? Tung Sahur hat Tralalero Tralala auf den Kopf gehauen. Und wieder die Frage, wer ist stärker? Tung Sahur oder Tralalero Tralala? Ihr seht es, Tung Sahur hat sich wieder verwandelt und ist stark geworden. Oh mein Gott, der arme Tralalero Tralala. Und jetzt wird er am Schwanz gehoben, an der Flosse Nein. und auf den Boden Da geschleudert. kann ich nicht hinsehen. Oh mein Gott, seine Beine, was ist da gerade passiert? Es ist viel zu gefährlich. Der arme Tralalero, wach auf. Er hat sich auch verwandelt. Oh mein Gott, er ist viel stärker geworden. Und er schießt einen Laserstrahl auf Tung Sahur. Ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Tralalero Tralala. Ich auch, ich liebe Tralalero Tralala. Und ihr? Natürlich ist ein richtig cooler Haifisch und hat richtig coole Kräfte. Ihr seht, wie er gegen Tung Sahur gerade Dieses kämpft. Mal wird Tung Sahur verlieren. Ich hoffe es. Aus diesem Grund müssen wir zusammen mit euch den Film bis zum Ende schauen. Und schreibt in die Kommentare, wer ist stärker. Lasst ein Like da. Liken ist umsonst und abonnieren ist noch kostenloser. Oh mein Gott, pass auf. Jetzt geht er in die Luft und... Wow! Nein. Greifen an. Nein! Beide strahlen gegeneinander. Aber Tralalero ist noch stärker. Wie spannend war der Film? Ich darf ihn eigentlich noch gar nicht gucken, aber ich habe ihn mit euch zusammen angeguckt. Was? Du hast den Film auch gesehen? Ich habe mich versteckt und ihn heimlich mitgeguckt. Okay, cool. Umso mehr freue ich mich auf den Bombardino Crocodilo Film ab 18 Jahren. Und ihr wollt doch bestimmt auch wissen, was alles in dem Film passiert ist. Und bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Schaut es euch an. Bei dem Film sind alle dabei. Nicht nur Bombardino Crocodilo, sondern auch Tralalero Tralala. Ballerina Cappuccina, Tung Sahur und noch viele mehr. Wir legen den direkt ein, oder? Der muss unglaublich spannend sein. Und jetzt schauen wir uns den Film an. Das ist der Film ab 18 und ich sehe Trippitroppi. Oh mein Gott, der ist nur 5 Zentimeter groß. Das ist ja richtig klein. Und wer ist das? Ich weiß es nicht. Makakini Bananini. Und der ist etwas größer. Der ist 10 Zentimeter groß. Oh mein Gott, Salz und Pfeffer. Okay, Ramarara und Ramara. 12 Zentimeter, aber die sehen aus wie Salz und Pfeffer. Das kennt doch jeder. Aber ich kenne die zwei nicht. Aber den kenne ich. Die Wassermelone mit dem Raccoon drin. Natürlich. Racconi Watermeloni. Das ist der, wo in der Wassermelone wohnt und ist 15 Zentimeter groß. Schau dir das an. Ich glaube, hier werden gerade alle Charaktere nach der Größe sortiert vorgestellt. Natürlich. Pippi Strawberry. Das ist ein Eichhörnchen, was aussieht wie eine Erdbeere. Der Körper ist eine Erdbeere. Wie cool ist das denn? Natürlich ist der Film ab 18, weil da lernen wir alle Charaktere kennen. Und das ist verboten. Man darf nicht alle Charaktere kennenlernen. Ihr kennt ihn doch auch. Ihr hört doch, wie er ausgesprochen wird. Wie cool war das denn? Hast du gesehen, ein Krokodil als Körper von einer Wassermelone? Und den kenne ich auch, die Kokosnuss mit dem Eichhörnchen. Oh mein Gott, der sieht aber richtig süß aus, obwohl der Film ab 18 ist. 23 Zentimeter, ihr merkt schon, diese ganzen Monster werden alle größer. Den habe ich aber noch nie gesehen. Ich kenne den auch nicht. Der kommt doch aus der Römerzeit.
Der hat irgendwie ein Schild angehabt, wie ein Wikinger. Nein, wie ein Römer, der kommt aus der Römerzeit, ich sag's dir. Ich bin gespannt, wer jetzt kommt. Oh mein Gott, der mit der Ananas. Das ist ein Affe, der aussieht wie eine Ananas. Natürlich Ananasini. Aber 30 cm groß, es wird immer größer. Oh mein Gott, der ist noch größer, 40 Zentimeter. Ihr kennt ihn doch. Das ist ein Affe. Chimpanzini Bananini. Okay, und das hier? Pipi Kiwi. Das ist Pipi Kiwi. Der Körper wie eine Kiwi. Und oben wie Pipi. Oh mein Gott, Flipper. Das ist ein Delfin in einer Banane. Das ist Flipper. Aber merkst du was? Der ist 65 cm groß. Und er sieht so gefährlich aus, das ist nicht Flipper. Wir sind jetzt schon bei dieser Größe angekommen. Ein Elefant. In der Banane. Nein, 70 cm. Oh mein Gott, ein Elefant, wirklich ein Elefant. Wie alle Charaktere aus Italien Brainrot sind es hier. Und dieses Video ist absolut verboten. Der Film ist verboten ab 18 Jahren. Ich habe sowas noch nie gesehen auf YouTube. Ein Schwein. Ein Schwein in einem Fass? Oh mein Gott. Oder in einer Bombe? In einer Bombe, Bombardino. Das ist echt eine Bombe. Ein Schwein Bombardino. Ah, den kennen wir doch. Tralalero, tralala. Stark, Mann. Er ist wenigstens so groß. 87 cm, das ist ungefähr etwas größer als ein Meter. Ach, der Bombardini Bananini. Das ist ein Panda-Bär in einer Banane. 93 cm groß, es wird immer größer. Ich glaube es kaum und ihr hört wie immer, wenn ihr den Charakter seht, wie die Namen ausgesprochen werden. Deswegen werden wir es jetzt nicht mehr vorlesen. Das ist ein Nilpferd in einem Kaktus Und 94 cm groß. Ich bin gespannt, wer als nächstes kommt. Eine Gans mit einer Sonnenbrille und einem Anzug. 96 cm groß, der sieht aber richtig gefährlich aus. Schau dir das mal an, das Brr Brr Patapim. Oh mein Gott, natürlich, das ist der Baum, aber wie groß ist eigentlich der Baum wirklich? 1 Meter, genau 1 Meter. So groß! Ihr habt's gesehen, hier steht's und es ist der Film ab 18 und der lügt nicht. 1 Meter, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist eine Katze als Wassermelone. Das kann doch nicht wirklich sein, oder? Ich bin gespannt, wer als nächstes kommt. Was ist das denn? Was ist es? Das ist ein Klavier und ein Pferd. Das gibt es doch gar nicht. Ich sehe es, aber 2 Meter ist das Klavier groß. Größer als wir beide. Und jetzt guckt euch an. Tung Sahur ist 2,20 Meter. Der ist größer als wir. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich bin kleiner. Okay, und das ist eine Katze als ein Fisch. Oh mein Gott, über 4 Meter. Ihr merkt schon, ihr dürft nicht abschalten. Wir werden hier alle Charaktere mit euch angucken. Noch größer. Was ist das denn? Das ist Tatata Sahur. Nicht Tung Sahur, sondern Tatata Sahur. 5 Meter. 5 ganze Meter wie ein Haus. Wahnsinn, ich glaube es nicht. Und da kommt Liri Larila. Oh mein Gott, Den auch kennen wir. 5 Meter. Den kennen wir alle. Das ist der Kaktus als Elefant. Und er ist größer als ein Haus. Und ihr seht, das ist noch größer als die Straßenlaterne und die Bäume. Oh mein Gott, wenn du den auf der Straße begegnest, dann ist alles vorbei. Ihr müsst sofort wegrennen. Oh mein Gott, der ist... Das ist doch... Deswegen ist der Film ab 18. Das ist Bombardino. Und schau mal jetzt, 20 Meter. Was ist das? Habe ich noch nie 20 gesehen. Meter. Ein Hühnchen als Flugzeug. Ich kenne Bombardino Krokodilo mit Krokodil, aber nicht als Huhn. Das kann doch nicht sein. Sowas kann doch überhaupt nicht fliegen. Deswegen, Leute, ich glaube, jetzt wird es richtig brutal. Du hattest recht. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Und ihr Bombardino Krokodilo. 30 Meter. Wie krass ist das? Oh, und den hatten wir bei uns zu Hause. Den hatten wir in den letzten Videos bei uns hier zu Hause. Und ich finde es einfach nur zu krass. Oh, der ist so groß gewesen und so gefährlich. Ihr seht, wie er aussieht. Oh mein Gott, es geht weiter. Du hast recht, Gusini. Das ist Gusini, es ist die Gans als Flugzeug. 40 Meter, nochmal 10 Meter länger als Bombardino Krokodilo. Schaut mal hinter Gusini, da ist ein Kamel als Flugzeug. Das sieht irgendwie noch größer aus. Ich kann es gar nicht abwarten, ich will unbedingt wissen, wie groß dieses Kamel da hinten ist. Deshalb, Leute, lasst ein Like da. Wir schauen jetzt mal, wie groß das ist. Alter, das sind 50 Meter. 50 Meter. Das sind mehr als 2 Häuser. Ihr seht es ja, das Haus im Hintergrund ist genauso hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Was passiert jetzt? Wohin gehen wir? Da oben ist noch was. Noch was viel Größeres ist da oben. Es kann doch nicht wahr sein. Hörst du das, Mann? Natürlich höre ich das. Es hört sich so an, als wären die bei uns hier in der Nähe, über unserem Haus. Du hast recht. Die ganzen Flugzeuge sind bei uns gerade. Wir müssen den Film beenden. Wir hätten den Film ab 18 nicht schauen dürfen. Ihr hört es ja, über uns sind alle Flugzeuge zu uns gekommen. Bombardino Krokodilo ist bei uns. Und seine Freunde Bombardini, Gusini und alles. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht, vielleicht sollten wir unsere Drohne starten und dann kämpfen wir mit unserer Drohne gegen die. Das ist eine super Idee, da haben wir eine Chance mit unserer Drohne. Dann starten wir jetzt mit euch die Drohne. Und das Gute ist, wir sind mit der Drohne in der Luft
Jetzt fliegen wir einfach weiter und suchen nach ihm. Ihr abonniert jetzt unseren Kanal, weil wir so schnell Patapim gefunden haben. Das heißt, wir suchen jetzt Trippi Troppi. Und das Gute ist, ein Abo ist auf YouTube komplett kostenlos. Ey, wir hätten nicht drüber reden dürfen. Das ist Bombardino Krokodilo. Pass auf, es ist Bombardino Krokodilo, das Flugzeug. Und er zerstört wieder alles. Ihr habt's gesehen, Leute. Wo ist der hingeflogen? Du darfst mit der Drohne nicht so nah ranfliegen. Leute, Mann, ihr habt's gesehen. Dieser Baum war gerade Trippi Troppi und Patapim in einem. Wieso kommen denn jetzt alle auf einmal gleichzeitig? Schau mal da unten. Siehst du diese Gewächshäuser? Sieht aus wie ein Haus, aber irgendwie durchsichtig. Da ist niemand. Ich flieg mal ein bisschen näher. Vielleicht sehen wir, was in dem Haus drin ist. Weil das gut ist. Da ist er, oh mein Larila. Du meinst den Elefanten, der aussieht wie ein Kaktus. Und der 2 Sandalen als Schuhe hat. Was ist das denn? Sowas habe ich noch nie gesehen. Habt ihr gerade gesehen, was Lirili Larila gemacht hat? Ich hab's nicht gesehen. Wahnsinn, aber das bedeutet, wir wissen jetzt, dass alle Charaktere sich hier befinden. Aber was machen die denn alle genau dort? Ich weiß es nicht, aber da sind 2 Leute. Da sind 2 Leute in diesem Häuschen. Und ihr seht es, dieses Haus ist durchsichtig. So sieht doch kein Haus aus. Schaut dir mal an. Die machen da irgendwas an dem Tisch rum. Da ist wirklich jemand drin. Was ist, wenn hier die ganzen Charaktere von Italian Brainrot geboren werden? Genau dort in diesen Häusern. In diesen Plastikhäusern durchsichtig. Wir kriegen einen Anruf. Der Tung 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 Sahur ruft uns an. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir heben sofort ab. Hallo Tung 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 Sahur. Trippi Troppi ist wieder da. Ja, ich weiß. Ihr habt gehofft, er sei weg, dass er sich verzogen hat nach dem Desaster in Sektor 7. Aber nein, er ist zurück. Und diesmal spielt er nicht mehr mit Luftballons. Diesmal will er Schaden anrichten. Deshalb machen wir es anders. Diesmal suchen wir ihn. Gründlich. Mit der Drohne. Ihr beide übernehmt die VX-1-9. Wir sollen Trippi Troppi für dich finden und suchen? Aber warum? Kein Smalltalk, kein Blödsinn, kein Zögern. Wenn ihr ihn seht, markiert die Koordinaten. Mehr nicht. Keine Heldentaten. Wir holen ihn uns mit System. Er hat etwas mitgenommen, etwas, das nicht ihm gehört, etwas, das uns fehlt. Und ich will nicht, dass er damit verschwindet. Ihr startet in 3 Minuten. Alles ist vorbereitet. Also los! Findet Trippi Troppi und bringt mir ein Ziel. Er hat aufgelegt. Habt ihr das gehört? Trippi Troppi muss gefunden werden. Und deshalb sind wir ja mit der Drohne in der Luft. Unsere Drohne fliegt doch. Das bedeutet, wir fliegen mit euch da draußen weiter und suchen jetzt Trippi Troppi. Aber danke an Tung 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 Sahur. Ihr habt ihn gehört. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Ihr habt Tung 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 Sahur gerade gehört. Er hat gesagt, Trippi Troppi befindet sich hier in der Nähe. Deswegen hat er uns ja angerufen. Wir suchen jetzt das ganze Gelände ab nach Trippi Troppi. Ein laufender Fisch. Aber wenn er überhaupt auch noch da ist, dann sind ja wirklich alle dort. Schau dir das mal an, da sind welche Wasserbehälter, blaue Wasserbehälter. Ist doch perfekt für Trippi Troppi. Warum? Sein Kopf ist wie ein Fisch. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Ihr müsst das Video jetzt bis zum Ende schauen. Wir haben schon so viele Charakter gefunden. Und am besten lasst ihr jetzt alle mal ein Like da. Und abonniert unseren Kanal, abonniert es komplett. Ah! Da ist Trippi Troppi. Er hatte recht. Der Fisch mit der riesen Bauch, was macht der? Ich habe keine Ahnung, schaut mal, was passiert. Ihr seht es, habt ihr gesehen, Leute, wie krass Trippi Troppi ist, was der alles angestellt hat? Deshalb hat Tung Sahur uns angerufen, weil Trippi Troppi auch in der Nähe ist und er war wirklich da. Ich freue mich so, Leute, das bedeutet, wir fliegen jetzt weiter, wir suchen noch weitere Leute, vielleicht finden wir noch irgendwann Bombardino Krokodilo. Wie kannst du dich denn freuen? Du hast doch gesehen, was gerade passiert ist mit Trippi Troppi. Schau dir das mal an. Hier haben die ihre Chemikalien, wo sie die Monster kreieren. Ihr seht diese Röhren oder diese Eimer. Ist alles voller Wasser, nur für Trippi Troppi und für die anderen. Und schau mal hier sind 2 Stühle für die Erfinder. Und die sitzen nicht mal dort, aber wo sind sie? Die waren in diesen Hütte drin und haben gerade an dem Tisch irgendwas gemacht. Du meinst in diesen weißen Häusern, die durchsichtig sind. Und hier ist ihr weißes Auto, Leute, Mann. Wir sind auf der richtigen Spur. Ihr dürft nicht abschalten. Wieso sind wir überhaupt mit der Drohne dahin geflogen? Wow. Schaut mal, was passiert mit der Straße? Warum wird die bunt? Ihr seht es, die ist komplett bunt, die Straße. Wieso wird die auf einmal komplett bunt? Oh, wie ein Regenbogen. Sie ist komplett lang. Guck mal, von links bis nach rechts. Guck mal, wie weit die ist. Sie leuchtet richtig. Was ist, wenn die uns abschrecken wollen? Die wollen, dass wir abhauen. Oder wir sollen extra dahin fliegen. Leute. Weil die Straße bunt ist, fliegen mit der Drohne für euch dahin. Wir dürfen da auf gar keinen Fall lang fliegen. Ihr seht es ja, eine bunte Straße ist was Gefährliches. Oh mein Gott, eine bunte Straße, die habe ich noch nie gesehen. Habt ihr schon mal eine bunte Straße gesehen? Ich sehe hier auf jeden Fall ein weiteres Häuschen, in dem vielleicht irgendwelche Monster kreiert werden. Vielleicht Cappuccino Assassino. Das sieht doch genauso aus wie das Häuschen davor, wo wir gesehen haben. Es ist weiß
und durchsichtig. Was ist, wenn hier Ballerina Cappuccina drin ist? Ich hoff's nicht. Bitte nicht noch jemanden davon. Das bedeutet, Leute, diese ganzen Italian Brainrot Monster haben uns verscheuchen wollen. Die wollen, dass wir abhauen mit der Drohne. Oder was ist, wenn Tralalero Tralala da reinkommt? Nein! Himmel! Oh mein Gott, der Baum! Schaut mal, was der Film ansteht. Was hat er gemacht? Er hat es richtig kaputt gemacht, die Sache. Wieso hat er das gemacht? Sag mir wieso! Ey, nicht, dass er unsere Drohne angreifen will. Vielleicht will er uns ja kaputt machen. Wir dürfen auf keinen Fall zu nah ranfliegen mit der Drohne, sonst ist diese Drohne auch wieder kaputt. Und Patapim ist ja ein Baum und jeder Baum kann zu Patapim werden. Ja eben, genau deshalb. Oh Leute, das Video ist viel zu spannend. Ich bin so aufgeregt. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten. Wir fliegen jetzt hier in den nächsten Garten. Wir finden heute echt jeden Patapim, Tung 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 Sahur, Tralalero Tralala. Guck mal, hier ist eine Rutsche, die sieht aus wie ein Elefant. Oh mein Gott, du hast recht, bitte nicht der Elefant, der sieht aus wie ein Kaktus. Aber es war nicht Trippi-Troppi, Lari-Liri-Lirulu. Oh mein Gott, Trippi-Troppi sah so gefährlich aus. Der Fisch mit dem dicken Bauch. Ja, ich weiß gar nicht, warum man irgendeinen Fisch als Kopf haben kann. Das kann gar nicht funktionieren. Und vor allem das Krasse ist, der kann ohne Wasser überleben. Ein Fisch ohne Wasser geht eigentlich nicht. Eben, der läuft einfach rum. Ihr habt es gesehen. Das ist Tung Tung Sahur. Der hat uns angerufen. Was macht der? Wohin geht der? Was will er denn? Ihr seht, was Sasa macht, Leute. Nein, das kann doch nicht sein. Klingelt an der Tür, Mann. Wir müssen unbedingt aufmachen. Nein, das muss Tung 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 Sahur sein. Nein, was ist, wenn es jemand anderes ist? Wir haben doch gerade auf der Drohne Tung 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 Sahur gesehen. Wir haben aber auch Trippi-Troppi gesehen und Patapim. Aber als letztes Tung 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 Sahur, er klingelt an der Türe. Und ihr hört, wie oft die Person an der Tür klingelt. Sollten wir vielleicht aufmachen? Wir müssen aufmachen. Okay, wir machen für euch da draußen auf, aber schaut das Video bis zum Ende. Ich habe ein bisschen Angst, die Tür aufzumachen. Aber wir machen natürlich trotzdem auf. Okay. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan Es war wirklich Tung 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 Sahur. Aber warum ist er denn zu uns nach Hause gekommen? Er hat nur Tung 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 Sahur gesagt und sonst nichts. Deshalb ist er extra zu uns gekommen? Wir fliegen mit der Drohne jetzt weiter. Wir müssen. Was hat denn jetzt Tung 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 Sahur hier einfach vor unserer Haustür gemacht? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber auf einmal war er bei uns zu Hause. Und hat nicht mal was gesagt, außer Tung 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 Sahur. Ich fliege weiter. Hier ist ein Baum mitten auf dem Feld. Vielleicht wollte er uns warnen, dass wir nicht mehr weiterfliegen sollen mit der Drohne. Ey, was ist, wenn dieser Baum sich wieder zu Patapim verwandelt? Genau deshalb war Tung 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 Sahur bei uns zu Hause. Es ist Liri, Larila. Und schau mal, was der Elefant alles so machen kann. Es ist verrückt, es kann nicht so weitergehen. Leute, wir müssen dem auf jeden Fall folgen, aber wo ist der hin? Wir dürfen nicht mehr weiterfliegen. Liri, Larila ist einfach abgehauen. Natürlich, nach dem, was er gemacht hat, würde ich auch abhauen. Wie heftig ist es? Erst sehen wir Trippi-Troppi, dann Tung 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 Sahur und jetzt noch Liri, Larila. Wer, was passiert denn noch alles? Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir müssen weiterfliegen, vielleicht passiert noch viel mehr. Ich hab sie gesagt, Tung 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 Sahur wollte uns, als er geklingelt hat, warnen. Okay, Leute, Mann, wir fliegen weiter. Hier hinten ist noch eine Hütte. Was ist, wenn in dieser nächsten Hütte wieder irgendeiner geboren Er wird? sagte doch, wir dürfen nicht weiterfliegen. Okay, warte, ich fliege nicht weiter. Ich fliege echt nicht weiter. Bitte nicht, Wir fliegen zurück, Leute. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, da weiter zu fliegen. weil sonst passiert irgendwas mit unserer Drohne und dann ist die Drohne kaputt und wir können sie irgendwo aufsammeln. Schaut euch mal an, was hier abgeht. Könnt ihr das erkennen? Da sind irgendwelche weißen Bahnen. Seht ihr, das sieht richtig komisch aus. Immer alles ist grün und voller Wiese. Und was ist das? Das ist die Start- und Landebahn von Bombardino Crocodilo. Denkst du wirklich? Ich glaube, ja. Sind wir die Ersten, die die Landebahn gefunden haben? Ey, wir fliegen jetzt sofort weg. Stellt euch vor, jetzt kommt Bombardino Crocodilo und landet hier. Dann macht er unsere Drohne kaputt. Na eben deshalb nicht. Es reicht, wenn die Brille kaputt geht. Aber unsere Drohne muss überleben. Wir fliegen weiter. Ich will unbedingt noch einmal Trippi-Troppi für euch da draußen sehen. Okay, dann fliegen wir jetzt doch weiter. Nur für euch. Ihr lasst alle mal ein Like da und abonniert diesen Kanal Cayman und Flex. Da ist Trippi-Troppi. Was macht der da auf dem Feld? Ich weiß es nicht, Leute. Wir bleiben dran. Wir folgen den jetzt. Hinterher! Leute, hinterher! wie ist das? Wir haben hier den echten Trippi-Troppi bei uns auf der Drohne. Aber du hast seinen Kopf gesehen, immer noch. Sieht aus wie ein Fisch. Wo ist er hin? Wo ist er? Wo ist er hin? Der ist einfach abgehauen.